Hallo und guten Morgen von der Laguna del Prealito. Jetzt genießen wir erstmal die wunderschönen Drohnenaufnahmen, die Nico morgens gemacht hat. Hier könnt ihr die gesamte Rundfahrt sehen, die Fred, Nico und ich innerhalb von 7 Tagen unternommen haben. Gestern sind wir gestartet in San Antonio de los Cobres und heute sind wir dann aufgewacht an der Laguna del Prealito. Wir sind weitergefahren bis nach San Carlos, haben dort die Nacht verbracht und sind am nächsten Tag weitergefahren bis nach Nacimiento. Auch da haben wir eine wunderschöne Zeltnacht verbracht. Dann ging es weiter bis nach Antofagasta in Argentinien. Auch hier haben wir eine Zeltnacht verbracht, die war allerdings recht stürmisch. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Aber jetzt starten wir erstmal an der Lagune. Während Fred sich im Bach gebadet hat, hat Nico schon mal Kaffee gemacht. Ich war noch im Zelt, habe da den Krusch zusammengepackt und mit meinem neuen kleinen Lama gespielt. Und so schön dieser langsame Morgen auch war, irgendwann hatten wir dann doch Lust, wieder weiterzufahren. Dann fahre ich hinterher. Das ist nicht schwer. Ia. Ia. Du mit deinem Säckchen. Der eine Esel hat diese Säckchen. Und unter diesen Bäumen hatte es sich eine argentinische Familie so richtig gemütlich gemacht und ein riesiges Buffet aufgebaut. Oh, wow. Und obwohl die Fahrt von der Route 40 bis zu unserem Campingplatz, der Lagune, wirklich sehr schön war, haben wir uns für den heutigen Tag, um wieder auf die Route 40 zurückzufahren, einen anderen Weg ausgesucht, damit es nicht langweilig wird. Es geht um sein Gepäck. Jetzt sieht's gut aus. Siehst du, immer mal was Neues ausprobieren. Das ist nur die Chance, dass man was Tolles entdeckt. Also ich denke, ich würde es tatsächlich probieren mit diesem Antifeier und so. Ich würde aber halt immer so planen, dass man irgendwann um 3 oder so das Zelt anschlägt. Weil nicht so wie gestern, das würde mich dann nerven. Gut, gestern ging es gut, aber weil dann wird es auch kalt und windig und dass man dann rüberhängt und dann halt 2 Stunden länger rum. Aber Tja, der Wunsch, das Zelt früher am Tag aufzuschlagen, blieb ein frommer Wunsch. Natürlich kamen wir immer zum Abend erst an die entsprechenden Orte. weiter geht's. Aber so wie wir andere YouTube-Channels verfolgen, sind wir nicht die Einzigen mit diesem Problem. Passt es. Nico hat an diesem Tag navigiert, wie eigentlich fast immer, außer gestern Abend, da habe ich navigiert, aber das war eine Ausnahme. Und er hat wieder einen wunderschönen Weg und eine ganz tolle Strecke für uns ausfindig gemacht. Ich wollte die dann auch auf Google Maps finden, damit wir sie in dem Video teilen können, da habe ich die aber nicht finden können, insofern kann ich euch auch nicht sagen, wo genau wir lang gefahren sind. Ja, denn im ländlichen Bereich funktioniert das mit Google Maps meistens nicht so gut. Darum habe ich andere Apps, die entsprechendes Kartenmaterial zur Verfügung stellen und mit denen funktioniert das dann meistens sehr gut. Cool, ja, mit diesen riesigen Winkelsteinen.
Und nach einigen Flussbettdurchfahrten sind wir dann schließlich gut in Molinos angekommen, wo wir dann sehr lecker Mittag gegessen haben. Es gab eigentlich viel mehr als nur diese Suppe, aber die Fotobeauftragte hat gepennt, weil sie einfach so ins Essen vertieft war. Und hier fahren wir mittlerweile schon wieder auf der Route 40. Dieser Abschnitt der 40, eigentlich genau der zwischen Cachi und Cafayate, ist sehr beliebt und bekannt bei allerlei Reisenden. Da fahren viele Fahrradfahrer, Motorradfahrer, aber auch mit dem Auto durch. Denn dieser Teil der Strecke ist, wie man sehen kann, noch nicht asphaltiert und gleichzeitig gibt es eine ganz enge Dichte von Sehenswürdigkeiten, von spektakulären Steinformationen. Und dazu ist man aber kulinarisch top versorgt. Also die perfekte Kombination von Abenteuer und Annehmlichkeiten. Ja, und hier wird die Landschaft richtig toll und bizarr und abenteuerlich. Allerdings die Straßenverhältnisse auch, nämlich mit viel Sand und Wellblech. Ja gut, und ich hänge hier im Sand fest. Scheiße. Wollen wir vielleicht ein bisschen mehr zusammenbleiben? Ja, den Fred hat es ja gerade fast wieder hingelegt. Ich glaube, wenn er dann liegt, ist es angenehmer. Man fühlt sich gut. Jo, bei dem Untergrund ist man nämlich ziemlich schnell da mal hingefallen und dann ist es besser, wenn alle zusammen sind und schnell helfen, das Motorrad wieder aufzurichten und gucken, dass alles in Ordnung ist. Aber wir hatten an diesem Tag zum Glück Glück und es kam immer nur zu Faststürzen, aber zu keinem richtigen Sturz. Jetzt wird's nochmal richtig geil, Schnuff. Und wie man schön an Petras Reaktion mitbekommen hat, gibt es immer wieder Überraschungen auf der Strecke, die man vorher nicht hat kommen sehen. Und jetzt ist es schon nicht mehr weit bis zum Asphalt. Und das ist der Campingplatz von San Carlos. Der ist auch gleichzeitig das Freibad. Und dieses Mal sind wir tatsächlich auch richtig früh angekommen. Und nachdem ich uns angemeldet hatte und in meinen Helm geschaut habe, habe ich diese Riesenwespe gesehen und mich richtig gefreut, dass ich ausnahmsweise in den Helm geschaut habe, bevor ich ihn aufgesetzt habe. Normalerweise mache ich das nicht. Ab jetzt mache ich das immer. Und hier handelt es sich nicht um eine liebevolle Umarmung des Pfostens, sondern um den Versuch, die Steckdosen, die oben befestigt waren, zu erreichen. Und zum Abendessen gab es diese leckeren argentinischen Tortillas. Der nächste Morgen. Hallo. Hallo. Und Nico, sag mal, ist Petra doof oder nicht? Saudoof, aber toll.
Oje, ein blödes Kommentar und schon gibt es schlechtes Wetter. Vorbei an einigen Gewitterwolken haben wir uns weiter auf den Weg auf der Route 40 Richtung Süden gemacht. Dieser Teil der Strecke ist jetzt vollständig asphaltiert und es war an diesem Tag recht unangenehm dort zu fahren, weil wir sehr viel Wind, Gegenwind und Seitenwind hatten. Naja, und dazu kam noch, dass es einfach geradeaus ging und wie ihr sehen könnt, nicht viel los war. Es war also auch ein bisschen langweilig. Deswegen ersparen wir euch auch die Videoaufnahmen von diesem Abschnitt und springen direkt in die Zufahrt zum nächsten Campingplatz in Nacimientos. Und wie man sehen kann, war die Zufahrt schön und spannend. Und der Campingplatz, den wir jetzt ansteuern, war einmal ein Campingplatz. Mittlerweile ist er seit einigen Jahren verlassen. Aber schön ist er gleichwohl. Man könnte auch sagen, wild romantisch. Boah, ich bin voll über den Stein rüber. Mich hat's richtig gelüpft. Und da der Campingplatz verlassen ist, wird auch der Zufahrtsweg nicht mehr gepflegt. Der war schon vor 3 Jahren, als Nico und ich da waren, in die Jahre gekommen. Aber wie er jetzt aussieht, das werden wir gleich sehen. Okay. Oh. Soll ich ziehen? Du musst hier rüber. Da. Nee, über den Stein. Das ist blöd. Schieben. Hier ist ja voll weich. Ja, eben. Oh. Nee. Ich wäre so lang gefahren. Und jetzt ist Petra dran und die wird mir zeigen, wie man das richtig macht. Super. Moment. Gut. Okay, nochmal. Was? Gas geben. Wirklich? Ja, klar. Und nachdem auch ich erfolgreich die letzten Meter hochgehievt wurde, hat Fred hoffentlich aus unseren Fehlern gelernt und zeigt uns jetzt, wie man das richtig macht. Geschafft. Und das ist der wunderschöne Campingplatz mit unseren wunderschönen Zelten. Leider gibt's da auch ganz viele wunderschöne Dornen. Doch zum Glück sind alle Luftmatratzen heil geblieben. Und schau mal einer an, wir sind schon wieder früh am Tage dran, sodass wir sogar Wäsche waschen konnten. Und am nächsten Morgen habe ich die Drohne steigen lassen und das war das einzige Material, was ich gebrauchen konnte. Schande über mein Haupt. Und so früh am Morgen und noch frisch haben wir unsere kleine Herausforderung ziemlich gut gemeistert. Alle 3. Super. Da brauchst du dann vielleicht Hilfe. Wow! Bravo! Bravissimo! Wow! Mit dem Powerslide!
Na, besser als ich. Sehr gut. Gestern war es fester. Ja. Ah, schön. Absolut. Wow, hast du den Tisch da gesehen? Oder ein Hammer hier, wenn wir nachher wieder runterfahren müssen. Ah, schau. Der ist ja cool. Und dann haben wir noch einen ganz kleinen Abstecher den Berg hoch zu Thermen gemacht. Die sollte es da angeblich geben. Cooler Weg. Ist ja lustig. Eigentlich cool. Schade, dass da nichts mehr los ist. Ja, wenn es sich nicht rentiert sich halt nicht. Und da kam richtig schön warmes Wasser aus der Wand. Aber wir hatten ja schon am Tag zuvor geduscht. Und außerdem hatten wir gepackt, waren reiselustig und wollten endlich weiter. Ja, und da unten am Fluss, da genau lag der Campingplatz. Was man da hinten an Fred sieht, das ist der Müllbeutel. Es gab zwar Mülleimer, aber die werden garantiert nicht mehr geleert. Und von daher haben wir uns entschieden, natürlich den Müll mitzunehmen. Wir werden dann schon irgendeinen Platz dafür finden. Jetzt sind wir schon rechts abgebogen auf die Nummer 36 und die Ausfahrt ist kurz hinter Hualfin. Die hatten wir aber beim ersten Mal verpasst, sodass wir nochmal zurückfahren mussten. Man biegt dann ziemlich zügig auf die 43 ab und die Strecke bis Antofagasta ist fast vollständig asphaltiert. Antofagasta hat 667 Einwohner und liegt auf 3320 Metern Höhe. Und hier kommen wir an einem meiner favorisierten Lieblingsplätze vorbei. Das ist eine riesige Sanddüne, auf der man richtig toll rumspielen kann. Und natürlich kann man auch wundervolle Fotos darauf machen, zum Beispiel verunglückte Modelfotos. Fred ist auch drauf, da unten bei den Motorrädern, ganz klein. Und dann wollte ich mich die ganze Sanddüne nach unten kugeln. Okay, ich mache Video, läuft. Was das? Hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir dabei schwindelig wird. Und nachdem Nico dann auch genug hatte, bin ich noch ein bisschen weiter alleine die Sanddüne hochgestampft.
Ich kann's wirklich nicht erklären, aber das ist eine ganz wunderschöne Weite, während das unten, asphaltiert auf der Route 40, eine ganz langweilige Weite war. Aber hier ist es richtig schön, ich kann aber nicht erklären, warum es da so einen Unterschied für mich gibt. Und immer wieder ändert sich die Landschaft. Mittlerweile befinden wir uns in einer vulkanischen und später werden wir noch eindrückliche Beispiele davon sehen. Und da machen wir einen klitzekleinen Abstecher zu einem Aussichtsguck, wo wir dann auch gleich einen kleinen Snack zu uns genommen haben. Und da Fred dermaßen Hunger gehabt hat, dass er fast von dem Motorrad gefallen wäre, haben wir ihm die Nudeln vom Vortag gegeben. Und natürlich haben wir mal wieder die faszinierende, schöne Aussicht genossen. Das Dörfchen Antofagasta liegt zu Fuße des Vulkans, der auch Antofagasta heißt. Der ist ungefähr 5000 Meter hoch und erloschen, das heißt, er ist nicht mehr aktiv. Aber je näher man kommt, umso mehr sieht man von früheren Ausbrüchen die übrig gebliebenen erstarrten Lavabrocken. Und was Petra da zum Klingen gebracht hat, waren Steine, die so viel Eisen beinhalten, dass sie klingen. Und wie man hier sehr schön sehen kann, fahren wir an einem ungeheuer großen Lavafeld vorbei. Da Nikos Fußraste einen Riss hatte, sind wir in Antofagasta noch bei einem Schmied vorbeigefahren, der das repariert hat. Der hat es sehr gut gemeint und so dick geschweißt, dass die erstmal gar nicht mehr ins Motorrad reingepasst hat. Dann musste er sie ganz lang wieder abschleifen und günstig war es auch nicht. Aber wir konnten immerhin sicher weiterfahren. Nach längerem Suchen nach einem bezahlbaren Schlafplatz haben wir diesen Campingplatz gefunden, an dem es zwar gezogen hat wie Hechtsuppe, aber hinter der Mauer hat es dann schlussendlich doch funktioniert.
Nur ganz kurz zu den Preisen in Argentinien. Die sind sprunghaft angestiegen im Vergleich zu von vor 3 Jahren, sodass dieser Zeltplatz $10 pro Zelt gekostet hat, während die Jugendherberge in Antofagasta selbst um die $80 für das Zimmer war. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und verabschieden uns mit ein paar Fotos der Milchstraße. Tschüss!